Lieber Franz, weißt du, was ich festgestellt habe? Erzähl mir. Dass wir schon 9 Interviews, beziehungsweise eher Gespräche geführt haben. Würde ich auch sagen, es sind so eher so Gespräche, die wir da führen, gell? Ich freue mich Naja, sehr gute Gespräche darüber. führt man doch gerne, gell? Auch Ja. öfters. Ja, und heute hast du dir ein total spannendes Thema ausgesucht, gesunde Ökonomie. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe jetzt mal beide Schlagworte einfach mal gegoogelt, Mhm. weil ich mal wissen wollte, was kommt denn da raus auf der Mhm. ersten Seite? Mhm. Und da kommt Gesundheit und Ökonomie, Mhm. Gesundheitswirtschaft. Mhm. Und dann wird über den Standort Deutschland gesprochen, wie wichtig der Wirtschaftsfaktor der Mhm. Gesundheitswirtschaft ist für den Standort. Ja, leider, leider. Mhm. Und Gesundheit als Investitionsgut auch. Und natürlich erscheint dann auch die Pharmaindustrie auf Seite 1. Und dann stand noch auch, Gesundheit braucht gesunde Wirtschaft. Mhm. Das gilt Mhm. für die forschenden Pharmaunternehmen ganz besonders. So sieht's aus. Und das wäre für mich gleich der Beweis dafür, dass wir meilenweit davon entfernt sind von dem, was ich als gesunde Ökonomie bezeichne. Weil dieses gesund ist ja ein Begriff, den ich verwende, um zu sagen, es gibt eine gesunde Psyche, es gibt eine traumatisierte Psyche und es gibt eine Psyche, die aus den Überlebensstrategien heraus letztlich begründet. Ne? Und von daher kommt der Begriff gesunde Ökonomie. Also meine Vorstellung dabei ist, wie wird denn eine Ökonomie aussehen, also eine Wirtschaft? Wie würde die aussehen, wenn sie wirklich aus den gesunden Anteilen von uns Menschen käme und auch von denen gemacht werden würde? Das war so meine grundsätzliche Überlegung. Und ja, darüber können wir uns gerne heute Abend jetzt unterhalten. Da würde ich dann gleich mal, wenn ich jetzt ein Laie wäre, sagen, ja, wie kommst du denn darauf zu sagen, aus den gesunden Anteilen heraus? Ist doch alles, passiert doch alles aus den gesunden Anteilen heraus, oder? Das hast ja gerade ein gutes Beispiel gegeben, dass wenn du die Gesundheit in erster Linie als ein Wirtschaftsfaktor begreifst, ja, und mit dem man jetzt Gesundheit, wo man Geld machen kann, ja, und wo auch dann die Hm. Pharmaindustrie in erster Linie sozusagen da die Finger im Spiel hat, dann muss ich sagen, ja, da sind wir meilenweit entfernt von einer Ökonomie, wo es wirklich um ja, die menschlichen Bedürfnisse geht, wo es wirklich um Gesundheit geht, sondern wo wir es, wie wir sehen, ne, dass wir letztendlich sehen können, mit gesunden Menschen machst du keine großen Geschäfte. Hm. Also mit gesunden Menschen kannst du nicht viel verdienen in dem Sinne, ja, weil die sind, ja, sorgen so ganz gut für sich auch, für für ihr eigenes Wohlergehen. Und wir wissen ja nicht, im Endeffekt werden die größten Geschäfte gemacht mit Menschen, die chronisch krank sind. Und von daher ist es kein Wunder, dass jetzt diese Art von Gesundheitsökonomie, wie wir sie kennen, ein großes Interesse daran hat, dass Menschen auch chronisch krank sind oder chronisch krank werden, beziehungsweise dass man sie nicht so heilt, dass sie dann wieder wirklich gesund sind, sondern ich kenne das ja zum Beispiel aus dem Bereich der Psychiatrie und den sogenannten psychischen Krankheiten, Hm. dass alles das, was da gemacht wird, nie und nimmer dazu führt, dass Menschen, die diese Diagnosen haben, wie Depression, Angststörung, Schizophrenie, Psychosen, dass das ganz klar ist, dass die können noch so viel Psychopharmaka konsumieren, die werden dadurch nie gesund werden. Ja? Und nachdem ich ja weiß, aufgrund meiner eigenen therapeutischen Praxis, wie das geht, also wie jemand wirklich gesund wird, wenn er solche Symptome hat, wie Ängste oder Depression, dann ist klar, ja, es geht. Wir können auch, wenn wir solche, sagen wir erstmal Auffälligkeiten, psychische Auffälligkeiten haben, wie zum Beispiel ganz, ganz massive Ängste, wir können das heilen. Und zwar ursächlich heilen, indem wir immer auf die Ursachen schauen. Woher kommt es? Wo ist ursprünglich die Angst entstanden? Und darüber kann die auch geheilt werden. Und da ist klar, dass da gar kein Interesse daran besteht. Es steht überhaupt in weiten Bereichen, auch der Psychiatrie, besteht überhaupt kein Interesse daran, den Menschen ursächlich zu behandeln und damit auch also grundsätzlich gesund zu machen, sondern es wird einfach damit verdient. Es wird damit verdient, dass die Menschen ja, chronisch krank sind.
Wie kommt dann eigentlich, wie kommen diese Medikamenten oder auch Psychopharmaka überhaupt in die Lehre? Weil jetzt studiert jemand ja auch sehr, sehr lang, um überhaupt diesen Beruf ausüben zu können. Und wenn du dann durch, sage ich mal, vielleicht das eine Jahr gelernt hast, ist es was anderes, als wenn du 3, 4, 5, 6, 7 Jahre durch diesen Prozess durchgegangen bist. Naja, da sind wir gleich beim nächsten Punkt. In einer gesunden Ökonomie gibt es auch eine Wissenschaft, die wäre nicht gebunden an bestimmte finanzielle Interessen. Ja. Hm. Aber die Wissenschaft, die wir haben, ähm, ist korrupt, aus meiner Sicht. Völlig korrupt, ja. Entweder schon alleine, dass du nur das dann vielleicht zum Professor berufen wirst, wenn du bestimmte staatliche Ideologien bedienst. Das ist dann, wenn das dann Staatsstellen sind, staatliche Beamte, dann musst du halt, darfst du nichts erzählen, was wissenschaftlich, was jetzt auch staatlichen Ideologien widerspricht. Zum Beispiel so eine Ideologie, ja, Kinderkrippen sind normal, wir brauchen Krippen für alle Kinder, die müssen Frühbetreuung, muss staatlicherweise gesichert sein. Also wenn du das sagst, dass das die Kinder traumatisiert, dann kriegst du nirgends in ganz Deutschland wirst du nirgends auf einen Psychologie-Lehrstuhl kommen. Ja. Mhm. Also das ist mal das eine und das andere ist ja dann, wissen wir ja nicht, wie die verschiedenen Konzerne, ob das jetzt die Rüstung ist, ob das die Agrarindustrie ist, ob das die Energiewirtschaft ist, ob das eben auch die Pharmaindustrie ist, dass die dann entsprechende Einfluss nehmen auf die Besetzung solcher Stellen, auf dann auch die Vergabe von Forschungsgeldern, Drittmittelforschung und so. Also so, dass du letztendlich, was man ja heutzutage als Professor ja auch machen musst, du musst den Forschungsmittel einwerben, du musst zeigen, was du forschst, dass du dann eben kein Geld kriegst, wenn du da dem widersprichst, was so jetzt zum Beispiel wirtschaftlichen Interessen zuwiderlaufen könnte. Für mich ist auch in einer gesunden Ökonomie gäbe es eine Wissenschaft, die dem Allgemeininteresse dient. Also wo man das überhaupt nicht definiert, was ist das Allgemeinwohl? Da ist die jetzige Wissenschaft, die wir so haben, meilenweit davon entfernt, ja, sowas überhaupt sich zu überlegen in den verschiedenen Disziplinen, inwiefern dienen wir dem Allgemeinwohl. Oder vielleicht so pro forma wird dann irgendwo so feigenblattmäßig. Aber wenn es dann ins Detail geht, merkst du sofort, da wird immer Partikularinteressen oder bestimmte Parteiinteressen werden dadurch dann bedient und so machen dann die entsprechenden Leute Karriere, kommen dann vielleicht auch in irgendwelche Beraterstäbe, werden dann zu Anhörungen hinzugezogen. Aber wenn du, sag mal, einen kritischen Standpunkt beziehst zu bestimmten Ideologien, dann bist du, erstens wirst du kein Professor und zweitens, wenn du einer wirst du dann nie und nimmer, kommst du nicht mehr irgendwie, kletterst du keine Karriereleiter noch weiter hoch. Oder in den Diskussionstischen werden die Leute auf einmal wieder ausgeladen. Am Anfang noch hofiert und Ja, gern gesehen. Und sobald die erste, zweite, dritte kritische Meinung kommt, siehst du die nie mehr wieder. bist du dann weg vom Fenster und dann gilt deine Wissenschaft als Pseudowissenschaften, das, was Pseudowissenschaft ist in der Regel, was man dann auch im Einzelnen nachweisen kann. Ich hatte die ganze Ökonomie, ja, die Volkswirtschaftslehre, die Betriebswirtschaftslehre, das ist ja so bodenlos, baut auf Prämissen auf, die hinten und vorne nicht stimmen und zum Beispiel die unsichtbare Hand des Marktes wird irgendwie was regeln und sowas. Jeder weiß, dass das so nicht stimmt, ja. Aber trotzdem wird es so gelehrt, es sind Studenten so gelehrt. Und ja, und die Studenten sind ja auch da stehen ja auch immer vor der Wahl. Ja, wenn ich jetzt immer Ja und Amen sage, und auch in den Prüfungen das bestätige, was die Professoren da sagen, dann komme ich durch und sobald ich da irgendwie widersprechen würde, dann lassen sie mich durchfallen. Das ist ganz einfach. Richtig, ich habe ja auch Betriebswirtschaft studiert und ich fand das schon damals dämlich. Also das war mir klar. Was mir nur nicht klar war, was dahinter wirklich steckt. Also wie groß letztendlich eigentlich der Abgrund ist dahinter.
dass es nicht etwas ist, wo man sagt, naja, ist halt einfach so, kann man auch drüber hinwegsehen. Ja, ja, wird ja dann besser, studierst das, hast du halt dann dein Diplom und passt schon, so nach dem Motto. Ja, ja. Aber das hat ja Implikationen und geht durch alle Lebensbereiche hindurch. Und vielleicht, um jetzt Wissenschaft und Ökonomie hier nochmal in Zusammenhang zu bringen. Also wir haben keine Wirtschaft, eine Ökonomie, die dem Allgemeinwohl dient, wo das Allgemeinwohl im Mittelpunkt stünde, sondern es steht halt das Interesse des jeweiligen Unternehmers, dass der halt Gewinne macht. Und je größer ein Unternehmer wird, je größer der dann wächst und mehr und sich zusammentut mit anderen, umso mehr er quasi Macht hat, auch Marktmacht hat, umso klarer wird, die wollen dann nur ihren Profit maximieren. Ne? Und da gehen die dann eventuell sogar über Leichen. Ne? Denn die Gesundheit der Menschen ist ihnen egal, das Leben der Menschen ist ihnen egal. Wir sehen sie jetzt bei G5 zum Beispiel. Ja? Die wollen G5 einrichten, aber es gibt keine wissenschaftlichen Untersuchungen darüber, ob das jetzt für den Menschen schadet oder nicht. Hauptsache, man kann das Zeug da installieren. Hauptsache, man bringt es zum Laufen, weil was technisch machbar ist, das machen wir jetzt. Das tut dann wieder Riesengewinne versprechen und dann machen wir das einfach. Ja? Ohne dass da irgendwie geforscht wird, ob das jetzt wirklich die Gesundheit der Leute bedroht oder nicht. Ja? Ist ja mit dem G4 auch schon so. Das ist ja die ganze Strahlengeschichte, wo wir sind ja im Grunde sowas von verstrahlt mittlerweile schon. Ja. Aber weil man damit Geschäft machen kann, wenn man Handys verkaufen kann, alles, wird das dann gemacht. Ja. Und den Leuten wird dann immer so eingeredet, ja, das ist schon nicht so gefährlich. Ja. Also es gibt in dieser Ökonomie, die ja letztendlich eine Konkurrenzökonomie ist, gibt es kein Allgemeininteresse. Es setzt sich immer der mehr Geld hat, der setzt sich durch und der setzt dann auch seine Interessen durch. Bis dahin muss man jetzt hier sehen, dass ja über die globalistische Idee, ja, dass es quasi letztendlich die Großkonzerne sind, die dann sagen, wo es lang geht und die Parlamente gar keine Rolle mehr spielen und die Politiker sowieso gekauft sind von diesen Großkonzernen und letztendlich nur noch abnicken, damit dann die Großkonzerne an die Steuergelder kommen, so wie wir sie jetzt gerade mit den Impfungen haben. Nicht, dass da jetzt quasi direkt die Steuergelder in die Taschen der Pharmaindustrie fließen. Das heißt aber, du hast vorhin gesagt vom Allgemeinwohl, aber es bedeutet ja im Endeffekt, wir werden gar nicht mehr als Subjekte gesehen, als Mensch, sondern es ist einfach ein Objekt, eine Ware, die ich verschieben kann von links nach rechts, ob das auf dem Schachbrett ist oder ob das im Beruf ist. Es spielt letztendlich keine Rolle. Du bist eine Zahl, das heißt ja auch Human Resources. Mhm. Genau. Personalabteilung, auch die Namen kommen ja auch alle wieder mal auch aus dem aus dem Militärumfeld. Ja, also das liegt sehr nahe. Geld und Gewalt, Geschäft und Gewalt und Krieg sind ganz nahe beieinander. Und ja, so, man sagt ja, die Menschen sind Arbeitskräfte. Ja? Zu einer kapitalistischen Ökonomie sind die Menschen eben erstmal nicht Menschen mit ihren Bedürfnissen, sondern sind Arbeitskräfte. Und die Bedürfnisse, die menschlichen Bedürfnisse werden insofern berücksichtigt, indem man sagt, wie kann man aus diesen Bedürfnissen Geld machen? Also wie kann man die Bedürfnisse so verwandeln, in eine Ware verwandeln, sodass man sie kaufen kann, handeln kann, vermehren kann und die Menschen dann sozusagen dafür halt arbeiten und zahlen. Damit wird das ganze System aufrechterhalten. Es ist eigentlich fast wie Brot und Spiele, oder? Früher waren es 60 Stunden oder 80 Stunden, die man gearbeitet hat in der Woche. Jetzt haben wir 40 Stunden und dann sitzt man daheim am Computer, entweder am Gaming-PC oder zappt sich durch 280.000, sage ich mal übertrieben, Fernsehkanäle oder hängt auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und sonst wo noch bei den Social Media rum. Und de facto fühle ich gar nicht mehr, was sind wirklich meine Bedürfnisse, weil ich werde ja komplett und konstant nur überflutet. Und das ist eben bei mir jetzt bei der gesunden Ökonomie. Bei der gesunden Ökonomie ist erstmal die erste Überlegung, was sind denn gesunde Bedürfnisse? Was sind unsere Grundbedürfnisse, an denen wir uns orientieren sollten, um dann die Frage zu stellen, und wie kann das jetzt mit Mitteln des Wirtschaftens, der Ökonomie, wie können die Grundbedürfnisse denn befriedigt werden? Und vielleicht, wenn du magst, gehe ich ein bisschen in den Text rein, weil ich habe einen Text geschrieben, dann ist es so ein bisschen systematischer.
noch, was wir da jetzt besprechen. Mein Ansatz ist, dass ich sage, aus einer gesunden Psyche heraus können wir auch eine gesunde Ökonomie machen, während wir, was jetzt weiter unten steht, dass, wenn unsere Psyche traumatisiert ist, also verletzt ist, gestört ist, dann ist auch die Ökonomie, die wir mit dieser Psyche machen, ist eine traumatisierte und traumatisierende Ökonomie. Also das ist meine Grundüberlegung. Und deswegen so erstmal so die Frage, was ist denn jetzt eine gesunde Ökonomie auf Basis einer gesunden Psyche? Und da sage ich eben, eine gesunde Ökonomie stellt die Mittel zur Befriedigung gesunder menschlicher Bedürfnisse her. Und das muss man ja jetzt definieren. Was gehört eigentlich alles zu unseren gesunden menschlichen Bedürfnissen? Und da steht ganz oben natürlich die Atemluft, eine saubere Atemluft. Also das muss wirklich gegeben sein. Sobald es nicht gegeben ist, weil es vergiftet ist, dann sterben wir halt. Es muss frisches Wasser sein, muss wirklich auch frisches, nicht vergiftetes Wasser sein. Naturbelassene Nahrung, möglichst naturbelassene Nahrung. Wir wollen Häuser und Wohnungen haben. Jetzt habe ich gedacht, schön. Also nicht so dieses hässliche, runtergekommene, was auch immer, sondern wo du wirklich, weil unsere Psyche, ja, das ist auch so eine Behauptung von mir, unsere Psyche will das Wahre, Schöne und Gute. Ja. Das ist eigentlich, woran unsere Psyche orientiert ist. Und es macht einen Riesenunterschied, ja, ob ich jetzt im Haus wohne oder in einer Wohnung, wo ich in der Wohnung, wo das schön ist, wo die Umgebung schön ist und das dann wirklich für mich sowas im Mittelpunkt meines eigenen Lebens darstellt, auch des Zusammenlebens, wo ich gerne dann auch Gäste habe, wo ich gerne andere Menschen einlade, wo gerne auch dann Kinder kommen können und da sich wohlfühlen können. Also das ist, denke ich, was ganz, ganz wichtig ist, was auch die Architektur zum Maßstab haben müsste dann. Dann brauchen wir die Kleidung natürlich, Kleidung auch zum Wohlfühlen, ja, nicht irgendwelche engen Schuhe, die dann, wenn man sie eine Stunde lang trägt, einen dann schon irgendwie wieder Qualen bereitet. Dann vor allen Dingen Raum und Zeit für liebevolle Entwicklung von Mutter-Vater-Kind-Beziehung. Also das sehe ich sowieso was ganz Zentrales an. Ja. Dafür den Raum und die Zeit gibt, dass eine Mutter für ihr Kind da sein kann, dass ein Vater für sein Kind da sein kann, dass die Geschwister gut zusammen können und dass überhaupt dann so etwas wie ein soziales Leben, auch familiäres Leben möglich ist. Ja. Nicht, wo da in der Früh die Mutter und der Vater zur Arbeit hetzen müssen, kurz noch das Kind in der Kinderkrippe abgeben und es dann irgendwann abends todmüde dann wieder von der Krippe abholen und das Kind ist in der Zwischenzeit gestresst, die Eltern waren gestresst und dann soll es noch einen schönen Abend geben, was ja auch nicht möglich ist. Absolut. Dann bin ich bei den Bildungsangeboten, und zwar Bildungsangebote, welche Freude machen müssen, welche die Lernfreude fördern, welche Kreativität fördern und vor allem das Subjektsein. Du hast ja vorher das angesprochen mit dem, dass wir zum Objekt gemacht werden. Ja? Auch in der Schule werden die Kinder ja zum Objekt von irgendwelchen Lehrplänen und das musst du jetzt lernen und das, die Prüfung und so. Und nee, es geht darum, dass das, was wir Menschen im Kern sind, Subjekte, dass dieses Subjektsein auf allen Ebenen, in allen Ebenen Lebenslagen gefördert wird. Also auch an der Uni, ne? dass die Studenten nicht irgendwie auch hier durchgejagt werden durch die ganzen Fächer, sondern dass man immer schaut, dass die sich persönlich weiterentwickeln. Dass das Studium ein Entwicklungsprozess für die eigene Persönlichkeit wird. Also das ist mir zum Beispiel an mir in meinem Hochschullehrer so wichtig. Ja. Ich gucke immer, wie entwickeln die sich, wie entwickeln sich die Studierenden, wenn sie anfangen, wie sind sie, wenn sie anfangen und wo sind sie, wenn sie nach 7, 8 Semestern abschließen. Und wenn man da nicht sieht, dass die sich persönlich weiterentwickeln, war das für die Katz. Ja, da können die noch sowas gelernt haben, aber es hat keine persönliche Reifung stattgefunden. Dann kann man sagen, dann war das ganze Studium eigentlich auch fast umsonst. Ja, ich habe das bei meinen Kindern gesehen, als die in die Schule gekommen sind. Vor allem dann auch noch noch stärker vom Übertritt von der Grundschule dann in die Sekundarstufe. All das, was sie gerne gemacht haben, hatte keinen Raum mehr. All das Malen, all das Spielen, all das aus der Langeweile heraus, einfach auch was kreativ gestalten, war wie weggeblasen. Man freut sich, man hangelt sich wie im Arbeitsleben von Ferien oder Urlaub zu Urlaub. So ist es in der Schule von Ferien zu Ferien. Und wenn du da nicht alle 6 Wochen diese Ferien hast,
schaffst du das gar nicht. Und weil das wird Mhm. alles Mhm. durchgetaktet, ja. Genau, also ich habe mal auch eine Studie gelesen, so über die Motivation von Schülern und wie die da rangehen, so Mhm. untersucht hat über einen längeren Zeitraum. Und da war klar, spätestens ab dem 4. Schuljahr ist dann dieser Typus, der am Anfang mit Lernfreude reingeht und dem Spaß macht, ist der so auf ein Minimum geschrumpft. Ja. Es Ja. sind nur noch ganz wenige. Und der Rest, der hat dann irgendwie gelernt, ja, es kommt eigentlich nur darauf an, dass ich das mache, was von mir erwartet wird, was die Lehrer von mir erwarten, die sich dann anpassen und ja, und damit ihre eigenen Bedürfnisse so hinten anstellen. Ja, dann bin ich jetzt bei dem nächsten Punkt, wo ich sage, wir brauchen Produktionsstätten, in denen eben nicht die Konkurrenz herrscht, wo der eine am Stuhl des anderen sägt, sondern wo alle zusammenarbeiten, wo alle sagen, okay, ich will hier erstens sinnvolle Arbeit leisten. Das muss man dann auch hinterfragen dürfen. Ist das, was ich hier herstelle, das Produkt, das ich herstelle, die Waffen, die ich herstelle, ist das jetzt was Sinnvolles, wenn ich das herstelle? Oder die Schokolade, bleiben wir mal bei sowas Einfachen. Ist es sinnvoll, dass ich so viel Schokolade herstelle mit so hohem Zuckergehalt und so? Oder ist es eigentlich ganz klar, dass es krank macht oder zu Ernährungsstörungen führt? Und dass man also erstmal die Frage beantworten dürfte, ja, dass man letztendlich nur sagt, ich mache nur etwas, was sinnvoll ist. Ich mache nichts, vor dem ich weiß, dass es letztendlich ja, zu sinnlosen Konsum führt oder einen vielleicht sogar so, wenn es Waffenproduktion ist, dass es dann Menschen töten kann. Mhm. Also das ist das eine und das andere, das ist Kooperation. Dass es um dieses Miteinander geht. Ja. Miteinander sich gemeinsam was überlegen, gemeinsam die Arbeitsvermögen auch bündeln und statt da gegeneinander zu arbeiten. Steht gegeneinander, ja, wer darf dann wieder Chef werden, wer steigt auf und so, oder auch im Sinne von, ja, wer wird entlassen und dann muss ich schauen, dass ich nicht derjenige bin, der entlassen wird und so. Also was wir heute leider haben in unserer Ökonomie. Ja, wo die Schere auch immer wieder weiter aufgegangen ist und immer weiter aufgeht zwischen dem, was der Mitarbeiter mit dem niedrigsten Gehalt verdient und das, was die Chefetage dann auch verdient, wo Ja, man sagt, die Schere ist einfach, genau. Also man kann ja sagen, jeder, der mehr verdient, was man eigentlich zum Leben so braucht, der kann das gar nicht so auf rechtmäßige Art und Weise verdienen. Ne? Da muss ja irgendwie eine Form von Ausbeutung oder Betrug dahinter stehen, sonst wirst du nicht superreich. Mhm. Dann habe ich mir den nächsten Spiegelstich hier, naturverträgliche Arten der Fortbewegung des Reisens. Na, da müssen wir natürlich auch darauf achten, dass das, was wir da wollen, uns fortbewegen, reisen, dass das eben in einer Form ist, dass es die Natur nicht zerstört, dass wir da nicht die Landschaft da mit Autobahnen durchpflastern und Hauptsache, man kann möglichst schnell von A nach B. Der nächste Punkt, Information. Wir haben alle ein Informationsbedürfnis. Wir wollen wissen, was los ist und so. Aber dieses Informationsbedürfnis, da muss einfach klar sein, dass das, was du an Informationen bekommst, dass das wahr ist. Dass da nicht gelogen wird, dass da nicht betrogen wird, dass da nicht irgendwelche die wichtigen Dinge dann ausgelassen werden, die es dazu zu sagen gebe und so. Also Wahrheit, Klarheit. Ich denke, auch das ist wichtig. Die richtigen Dinge kannst du klar sagen. Während, Bräuchte es denn nicht Menschen, die selber Wahrheit und klar sind in ja sich? klar, deswegen sage ich ja, die gesunde Ökonomie geht nur, wo Menschen in ihren gesunden Anteilen sind, psychischen Anteilen sind. Wenn du traumatisiert bist und dein Überlebensanteil, da gelingt dir auch die Klarheit nicht. Ja? Mhm. Da redest du rum und dann wird gefaselt und das und jenes und ähm, werden Dinge wirklich furchtbar kompliziert dargestellt. Wenn du deinen gesunden Anteil bist, die Wahrheit ist oft so einfach. Also die wahren Dinge kannst du oft mit ganz wenigen Worten klar machen und dann ist es so, ja. Während Lügen musste dahinter sein, sie wiederholen und durch Wiederholung dann irgendwie den Leuten das so einhämmern, dass irgendwie alle Gehirn gewaschen sind und gar nicht mehr wissen, dass das eine Lüge ist und so, selber nicht mehr mitdenken. Und ja, also das ist für mich auch so ganz wichtig. Ja. Ist für mich jetzt auch so ein ganz großes Grundbedürfnis. Ich halte es nicht mehr aus. Also wenn ich merke, da gibt's Pressemeldungen, da sind Sendungen, wo so offensichtlich gelogen, ich schalte sofort aus. Ich höre mir das einfach nicht an. Ja.
Also ich schätze das sehr. Also wenn es dann Menschen gibt, die Artikel schreiben, die Berichte machen oder Bücher schreiben, in denen man ganz deutlich sehen kann, denen geht es um die Wahrheit, denen geht es um Aufklärung, denen geht es um Klarheit. Das ist das, was wir brauchen. Ja, dann sind wir bei den Gesundheitseinrichtungen. Ja. Also hier finde ich, dass wir in einer gesunden Ökonomie Gesundheitseinrichtungen haben, welche unsere Selbstheilungskräfte unterstützen. Weil Heilung, da bin ich zutiefst davon überzeugt mittlerweile, Heilung kann immer nur Selbstheilung sein. Ne? Das ist also das, was in dir da ist als Selbstheilungspotenzial, dass das angestoßen wird, unterstützt wird und vor allen Dingen, wo da nicht irgendwelche Experten, Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter, immer der meint, er ist ein Experte, sich über den anderen drüber stellt und sagt, ich weiß viel besser wie du und du musst jetzt quasi dem unterordnen, was ich dir an Maßnahmen verordne. Das führt nicht zur Gesundheit. Aber dann würde ja fast das komplette Gesundheitssystem zusammenbrechen, beziehungsweise könnte man gleich schließen. Ja, diese ganzen Dinge kannst du schließen. Die heißen ja schon Krankenhäuser. Also Krankenhäuser brauchen wir nicht. Also ich brauche kein Krankenhaus. Ich brauche kein Haus, wo du krank gemacht wirst, sondern ich brauche ein Haus, wo man gesund wird. Ja. Und, ja, auch genau, spannend, also, dass Geburten im Krankenhaus stattfinden. Ja, ist schrecklich. Ist doch eine schreckliche Vorstellung. Also eine schreckliche Praxis auch. Das ist ja nicht eine Vorstellung, das ist ja die Praxis. Ja. Dass Geburten heute auch wieder. Habe ich gearbeitet in der Praxis mit jemandem, der ist mit Kaiserschnitt geboren. Das war 1952 schon. Also wo es ja wirklich noch nicht so, wo man es vielleicht auch noch nicht so konnte und so und war dann wohl auch dann entsprechend schlimm für seine Mutter, weil nicht ganz klar war, ob die Narkose überhaupt gewirkt hat, bevor wir den Bauch aufgenommen haben. Oh Gott. Muss ich auch vorstellen. Ja. Und und wo einfach dieser Geburtsprozess, Kaiserschnitt, einfach ein Trauma ist für seine Mutter, für ihn, was ihm auch einen Prozess wegnimmt, also ihm ganz was Wichtiges an Lebenserfahrung. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Mhm. Und ich habe da neulich jetzt auch ein Video gesehen von einer Unterwassergeburt. Das war so schön, schon allein das Zuschauen. Ja, wie das geht. Das Kind kommt in der Schwerkraft raus, kommt erstmal ins Wasser, in so ein warmes Wasser, schwimmt dann rum und so und taucht dann allmählich auf und wird von der Mutter genommen und so. Einfach berührend, ja. Und so sollten eben Geburten sein und nicht das Gemetzel und die blutigen Schlachten, die man heutzutage liefert, um das Kind irgendwie aus dem Bauch der Mutter rauszuschneiden. Ja, und dann eben so generell muss eine gesunde Ökonomie wird einfach für Orte und Räume sorgen, in denen Menschen in einen liebevollen sozialen Austausch kommen. Ne? Wo man einfach feiert und sich begegnet und sich gegenseitig informiert und Erfahrungen weitergibt und so. Sich austauscht über, ja, wie man zum Beispiel wie man vielleicht auch mit so Selbstheilungskräften und so, wie man mit umgeht. Also wie man den Garten, also alles Mögliche, wo man als Menschen dann sich gegenseitig begegnen kann und sich auch in puncto Ökonomie unterstützen kann. Mhm. Also von daher komme ich zu der Schlussfolgerung, dass in einer gesunden Ökonomie ist Kooperation und Vertrauen die grundlegende Haltung. Das ist die eigentliche Währung. Das ist das eigentliche Geld. Das eigentliche Geld in einer gesunden Ökonomie ist die Kooperation und das Vertrauen, das ich anderen Menschen gegenüber habe. Du machst was, ich mache was. Jeder von uns kann natürlich irgendwann mal Fehler machen, aber dann schauen wir halt, dass wir das nächste Mal besser machen und so. Und das heißt, so können sich eben die gesunden Kräfte in unserer Menschenpsyche können sich entfalten, die können reifen, das kann wachsen, ja. Da hast du dann wirklich im Laufe deines, vielleicht auch Berufslebens, hast du dann wirklich etwas gelernt, was Substanz hat, ja, was du weitergeben kannst an andere. Und letztendlich ist diese Ökonomie an den menschlichen Grundbedürfnissen zu leben, zu lieben und geliebt zu werden orientiert. Mhm. Also eine Ökonomie, wo ich sage, die Liebe muss im Mittelpunkt stehen, da wird mich heute jeder Ökonomieprofessor, wenn ich jetzt sage, ja, lassen Sie mich mal eine Vorlesung machen bei Ihnen in der Ökonomie und dann sage ich Ihnen, die Liebe muss im Zentrum der Ökonomie. Die hat eine Klatsche, der gute Herr Ruppert. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das eine gesunde Ökonomie hervorbringen würde, wenn wir die Liebe und die
ne? Die Möglichkeiten zu lieben und geliebt zu werden, wenn wir die in den Mittelpunkt stellen. Ne? Weil wir dann keine solchen Geburtsprozesse produzieren würden, dass wir würden keine Trennung von Mutter und Kind so früh produzieren, wir würden keine Lieblosigkeit in der Schule zulassen und so. Also das würde auf allen Ebenen schlecht sein. Ne? Auch diese lieblose Architektur. Ne? Ja. Das siehst du ja auch den Häusern an. Ja? Sind sie mit Liebe gebaut oder sind sie einfach nur auf Profitmaximierung orientiert? Ja, und eben diese Ökonomie sorgt eben, dass es keinen Mangel gibt. Ja? Keinen Mangel, eben seine Lebendigkeit, seine Kreativität zu entfalten und auch dieses Liebesbedürfnis zu leben. Ja, und dann habe ich so eine Frage gestellt, das ist noch etwas, wo ich ein bisschen drüber nachdenke und da werde ich auch jetzt demnächst mal vielleicht wieder einen offenen Abend machen und da das näher beleuchten, nämlich die Frage vom Geld. Brauchen wir überhaupt noch Geld? Ist Geld überhaupt noch notwendig in einer gesunden Ökonomie? Also diese Trennung zwischen Gebrauchswert und Tauschwert, wie das ja schon die klassischen Ökonomen immer gemacht haben, ja, von Ricardo und von Marx und die haben ja alle schon die Unterschiedung gesagt, das eine ist der Gebrauchswert, das ist der Apfel, nicht? Der schmeckt halt oder schmeckt auch nicht. Und das andere ist der Tauschwert, also wie viel kostet ein Apfel? Ja. Und damit auch die Frage, ob diese die Funktionen, die das Geld hat, als Zahlungsmittel, als Zirkulationsmittel, als Wertaufbewahrungsmittel, ob das überhaupt noch in einer gesunden Ökonomie, ob man das braucht oder nicht. Also das ist für mich noch so ein bisschen eine offene Frage, ob es da eben eine Art von Ersatz für das jetzige Geld gibt. Ich weiß es, das würde ich fast noch offen lassen. Im Moment ein bisschen. Ja, also so weit, weiß nicht, ob du dazu noch Fragen hast, was ich mir so unter einer gesunden Ökonomie vorstelle. Du hattest ja auch mal gesagt, eigentlich liegen die Dinge offen auf der Hand und man könnte sie jederzeit ändern, wenn man möchte. Ja. Warum tut man es dann nicht? Ja, weil die Menschen traumatisiert sind. Weil die Menschen eben nicht aus ihrer gesunden Psyche heraus leben, sondern viele eben schon aufgrund eben auch dieser Art von Ökonomie sehr früh traumatisiert werden und dass sie dann eben letztendlich ja meistens in Überlebensstrategien sind, ja, und damit einfach getrennt von den Urbedürfnissen. Zum Beispiel auch Angst, also von den Urbedürfnissen heißt statt im Lebensmodus im Überlebensmodus sind und statt in der Liebe sind in der Angst sind. Also statt die Liebe als Orientierung zu haben, ist die Angst. Angst vor Verlust, Angst vor Alleinsein, Angst vor Verlassensein, Angst vor auch, dass man nicht genug zu essen hat, dass ein Mangel an Essen herrscht, was auch schon früh der Fall sein kann. Also wenn man quasi aus der Angst heraus lebt und damit auch eine Ökonomie auf Überlebensstrategien aufbaut und eine Ökonomie auf Angst aufbaut. Da möchte ich nochmal bei den Überlebensstrategien bzw. Überleben. Du hattest ja ein Kongress, hieß ja, will ich leben oder will ich überleben? Mhm. Und für manche Leute ist das fast schon eine Beleidigung. Die sagen, ach, du kennst doch mein Leben gar nicht. Wie kommst du denn darauf, sowas zu sagen? Dazu müsstest du ja was von meinem Leben kennen. Kannst du da noch ein bisschen was ausführen, was du damit meinst, nochmal genauer? Ja, Überleben heißt eben letztendlich, ich passe mich an, ich funktioniere, ja, ich mach halt den Job, wo man Geld dafür kriegt oder vielleicht auch, wo man viel Geld dafür kriegt und frag mich eben nicht danach, ist es jetzt für mich selber sinnvoll, erfüllt mich das, sondern ja, da kann man viel Geld verdienen, also gut, dann mache ich das halt und so. Also das sind alles aus meiner Sicht eben Verhaltensweisen, die aus Überlebensstrategien herauskommen. Da habe ich kein Vertrauen drauf, dass das überhaupt sowas geben kann wie eine Arbeit, die mich wirklich innerlich zufrieden macht, sondern ich sage, nee, das gibt es sowieso nicht. Also passe dich an und dann auch, wenn es dann etwas ist, wo man weiß, das ist eigentlich nicht gut, ja, ich stelle jetzt Waffen her oder was auch immer, aber wenn ich es nicht mache, macht es halt ein anderer. Ja. Also all diese Haltungen, wo man auch rücksichtslos gegen sich selber ist. Also Überlebensstrategien, kann man sagen, sind auch auf eine gewisse Weise rücksichtslos gegen die eigenen Grundbedürfnisse. Also dieses Bedürfnisse, das Wahre, Schöne und Gute zu leben. Gibt es ja diesen bekannten Spruch, wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Mhm.
als wäre das ein Naturgesetz. Ne? Aber es ist nur insofern ein Naturgesetz, wenn man sagt, es kommt, ja, wenn ein Mensch in seiner Überlebensstrategie ist und nicht wirklich bei sich. Die heutige Ökonomie basiert ja eigentlich fast schon mit Voraussage auf Steuern immer wieder auf Crashes zu. Ja. Gewollt oder ungewollt. Ja. Und der einzige Ausweg, zumindest historisch gesehen, scheint ja immer wieder Krieg zu sein. Ja, genau, so ist es. Und das ist ganz typisch für Überlebensstrategien. Ne? Die halten eine gewisse Zeit, die versuchen einen auf eine gewisse Weise für eine Zeit zu stabilisieren, aber je länger das dauert, umso mehr Probleme häufen sich an, weil die Überlebensstrategien tun so, als würden sie ein Problem lösen. In Wirklichkeit schaffen sie aber neue Probleme. Und letztendlich kommt es dann zu dem Punkt, wo man dann entweder man wechselt die Strategie völlig, sucht eine neue Überlebensstrategie, oder es entsteht dann ist dann die Vorstellung, ja, jetzt muss es mal richtig krachen, jetzt muss man alles zusammenkrachen, jetzt muss man richtig so das Ganze, ja, das Ganze einstürzen, damit man auf den Fundamenten auf dem Ruinen quasi neu aufbauen kann. Und diese ist leider so, ja. Und es zeigt eben auch, dass es keine gesunde Ökonomie ist, weil eine gesunde Ökonomie, die ist stabil. Da gibt es gar keinen Grund, warum das unstabil sein soll. Da können da höchstens nur sagen, okay, da könnte jetzt eine Sonnenfinsternis kommen oder ein Vulkanausbruch und sonst, das können wir nicht. Und dann sieht es zappenduster für uns aus. Aber das ist es nicht, warum es ökonomische Probleme gibt hier letztendlich, sondern es sind selbstgemachte. Also diese Ökonomie schafft immer wieder neu ihre eigenen Probleme. Ja? Und sie ist völlig instabil. Man kann es ja auch sehen, sie sind vielleicht zu Zyklen von 10 Jahren, wo du diese Art von Ökonomie stabil kriegst, aber dann kommt wieder der Crash. Ja. Bis ja jetzt heute, dass dann diese Wahnsinnsvorstellung gibt, Great Reset, alles muss erstmal zusammenbrechen, Build Better Back, also alles muss erstmal runtergefahren werden, alles muss zusammenkrachen, damit man auf dem dann eine neue Ökonomie, eine Weltökonomie, globale Ökonomie aufbauen kann. Also das sind alles ganz klar für mich Menschen, die sowas denken, die haben keine Ahnung von gesunden Psyche, sondern die denken nur in ihre Überlebensstrategie. Und mit Krieg hast du ja auch gesehen, also, dass man dann denkt, ja, wenn man im Krieg mal wieder alles zusammenhaut, dann kann man hinterher wieder prima Geschäfte machen. Einerseits machst du Geschäfte schon mit den Waffen, die dann in den Krieg geliefert werden, und hinterher kannst du Geschäfte machen mit dem Wiederaufbau. Also es ist so pervers. Also diese Art von Denken, das kann nicht aus unseren gesunden psychischen Anteilen kommen. Das ist nie und nimmer. Ja, sondern es kommt erst aus diesen Überlebensstrategien, die auch gar keine Alternative kennen. Also wenn dir jemand verspricht, aus seinen Überlebensstrategien heraus, er würde Verordnung schaffen, dann kannst du mit Sicherheit sein, das wird in das nächste große Chaos führen, was der dir vorschlägt. Das geht nicht. Also du kannst mit deinen Überlebensstrategien keine Ordnung schaffen. Weil du damit das, was in dir unruhig ist, nämlich das Trauma, das die ganze Zeit drängt und gesehen werden will und letztendlich auch ja, dir Angst macht, und dann musst du wieder ganz hektisch da was dagegen machen. Du kommst nie zur Ruhe. Du kommst innerlich nie zur Ruhe. Deswegen können solche Überlebensstrategien auch nichts schaffen, was Frieden und Ruhe bewirkt. Sondern wir können immer wieder sich von einer Symptombekämpfung zur nächsten können sie sich vorhangeln. Und wenn sie ein Symptom beseitigen, schaffen sie gleichzeitig 5 weitere damit. Warum sind dann so viele Leute, machen da so bereitwillig mit? Weil sie nichts anderes kennen. Die kennen es nicht. Also dieses, ich ruhe in mir selber. Ich weiß, ich habe den Maßstab. Ich weiß, was mir gut tut, was meine Bedürfnisse sind. Ich orientiere mich dran. Wer kennt denn das so ein Leben? Du wirst ja hineingeboren in dieses Wahnsinns-Hamsterrad, dieser Megamaschine, dieser Geldvermehrungsmaschine. Da wirst du ja hineingeboren und denkst, das wäre so normal. Und dann wirst du entsprechend noch traumatisiert durch das Ganze. Und dann hast du erst recht gar keine innere Klarheit. Aber was könnte denn da die Alternative sein? Ja, und dann werden die eigenen Bedürfnisse, die dann hochkommen, die kommen ja immer wieder hoch, die melden sich wieder. Oder auch über die Körpersymptome, werden ja dann auch wieder runtergedrückt. Will ich nicht hören, will ich nicht wissen, will ich eine schnelle Lösung dafür haben.
genau, genau. Manche allerdings nutzen es ja auch und sagen, okay, das ist Schluss, ja, bis dahin und dann nicht weiter. Da mache ich nicht mehr mit, in diesem System mache ich nicht mehr mit. Jetzt auch im Zusammenhang mit Corona, ich habe so einige Leute auch gehört, die sagen, also ich gehe in kein Krankenhaus mehr rein, ja. Ich arbeite da nicht mehr mit, weil unter den Umständen, ja, wie da mit mir umgegangen wird, wie den Menschen umgegangen wird, die Hilfe suchen. In so einem System werde ich nie mehr in meinem Leben, werde ich einen Fuß in so ein System betreten. Also insofern kann man ja auch immer, ist dann immer auch schmerzhaft, aber heilsam. Ne? Also dass man dann irgendwo aufwacht und sagt, in welcher Mühle stecke ich da drin? Ich steige da aus, ich mache da nicht mehr weiter mit. Wenn ich dann aber um mich herum, um mit dem Titel deines Buches, wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft, wenn ich dann aber traumatisierende Institutionen und Berufsfelder im ökonomischen Umfeld, im Berufsumfeld finde, wo finde ich dann noch überhaupt einen Platz Bei oder eine dir. Nische? Der erste Schritt ist immer der zu dir. Ja. Du musst erstmal zu dir kommen, du musst erstmal den Kontakt wieder mit dir aufnehmen, mit deinem Ich, mit deinem eigenen Will, also mit dem Kern deiner Identität. Und dann hast du eine Chance. Ja. Dann hast du eine Chance, was anderes zu finden außerhalb dieser Systeme, die dich krank machen. Nur dann. Also ohne dass man diesen Zwischenschritt macht. So, ich steige da aus und landest du irgendwo anders und das ist relativ schnell wieder das Gleiche. Also so wie man ja auch sieht, also eine Parteigründung, wie dann damals die Grünen, ja, das alte System ist schlecht und wir brauchen Ökologie und so weiter. Man sieht, wo sie gelandet sind. Sind wieder dabei gelandet, bei Zwang, bei Krieg, wo sich eine Bewegung, eine Protestbewegung, ja, innerhalb kürzester Zeit, so in 20, 30 Jahren, wo die dann gelandet sind, weil die innere Arbeit weil die innere Arbeit nicht gleichzeitig gemacht wird. Also wenn du einen Aufbruch machst und willst was Neues, muss immer die innere Arbeit verbunden sein mit dem, dass du Schritte machst aus dem alten System heraus. Sonst funktioniert es nicht. Du hast ja ganz viele politische Abende auch, wo du unterschiedlichste Themen beleuchtest und jetzt auch die Ökonomie. Magst du da Hm. vielleicht noch mal ein paar Beispiele auch sagen, von Erkenntnissen, die da hochkamen? Ja, ich meine, ich habe da diesen Abend gemacht, so Arm und Reich, ja, Mhm. und dann haben wir eben so ein Blitzlicht gemacht und bestimmte Begriffe, ne, wo Menschen reingeben, andere Menschen greifen die auf, gehen damit in Resonanz und das war so ein wunderbarer Prozess, wo klar geworden ist, das ist genau der Unterschied. Orientiert man sich an den Grundbedürfnissen, orientiert man sich an der Liebe oder orientiert man sich an der Angst, an der Gier, an der Kontrolle, ja? Orientiert man sich am Überleben oder eben, und das war so schön, da war jemand, der hat Grundbedürfnisse, hat der so richtig schön dargestellt und konnte letztendlich viele von den anderen dargestellten Begriffen überzeugen, ihr zu folgen. Das fand ich wunderbar. Da hätte ja einen langen Vortrag machen können. Aber innerhalb dieses kleinen Spiels, das wir gemacht haben, dieses Resonanzspiels, war innerhalb einer halben Stunde war fast alles klar. Also meine Diagnose, das ist eben, dass die derzeitige Weltökonomie überwiegend von destruktiven Kräften dominiert und geleitet wird. Und das stellt sich unter anderem dann so dar, dass alle unsere Bedürfnisse in Waren verwandelt werden. Aus den Bedürfnissen werden Waren gemacht, die man kaufen und verkaufen kann. Die Menschen sind Arbeitskräfte, die man ausbeutet. Die Konkurrenz steht im Mittelpunkt. Also entweder du oder ich machen das Geschäft. Wir haben ein Finanzsystem, das auf dem Schuldenprinzip funktioniert. Also dadurch entstehen auch Schuldenfallen. Also jeder, der ein Geld braucht, muss sich dann zur Zinses- und Zinseszinszahlung verpflichten. Die ganzen Unternehmen sind an der Profitmaximierung orientiert. Also wenn du irgendwie was machen kannst, Personal einsparen kannst, Rohstoff einsparen kannst oder mit billigen Beiprodukten etwas billiger machen kannst, dann tust du das halt rein. In der Nahrung ja auch, ne? Hochwertige Nahrung oder hat man diese 0815 Sachen. Ja, also Hauptsache Profitmaximierung, Hauptsache die Shareholder, also die Aktienhalter werden dann, deren Profit, deren Geldgier sozusagen wird befriedigt. Und dieses System ermöglicht etwas, was eigentlich völlig absurd ist, nämlich Superreichtum. Also dass Leute Millionen, Milliarden, Milliardäre sind und
Geld ohne Ende haben, ja, während andere ganz, ganz wenig haben. Also dass sich so eine Schere gibt, also 1% der Weltbevölkerung besitzt fast alles und der Rest, der besitzt fast nichts. Ja. Also soweit hat sich dieses Konkurrenzsystem ja entwickelt, weil das ist eine Folge der Konkurrenz. Ne? Der Konkurrenz, dass welche rausfallen, welche geschluckt werden und diejenigen, die jetzt, wie beim Monopoly, das ist ja ein ganz einfaches Ding. Wer schon mal ein Monopoly gespielt hat, weiß, ab einer bestimmten Runde, wo man gespielt hat, ist dann klar, wer gewinnen wird. Wo sich dann das Geld letztendlich konzentrieren wird und wer dann letztendlich im Schuldenturm landet oder nichts mehr hat. Ja. Und dann eben das Absurde, haben wir vorher schon drüber gesprochen, dass du in so einem System verdienst du nicht durch dass du etwas herstellst, was machst, dann verdienst du das, was kaputt machst, zerstörst. Ja. Da verdienst du dann, dass du darauf spekulierst, dass irgendeine Firma pleite geht. Kann man so Aktienspekulationen machen und so. Also das sind so Grundprinzipien dieses jetzigen Systems, wo man sagen kann, das ist absolut absurd, sich an sowas zu orientieren und sowas hinterherzulaufen und sowas zu machen. Ja, und entsprechend haben wir die Konsequenzen davon, nicht? Vergiftete Arbeitsluft, Leute, einerseits die Superreichen und auf der anderen Seite Leute, die verhungern, die ihre Kinder nicht ernähren können. Wir haben Wasser, das vergiftet wird, wir haben Lebensmittel, die eher gesundheitsschädlich sind. Wir haben Kleidung mit jeder Menge giftiger Inhaltsstoffe. Wir haben dann letztendlich auch die psychischen Schäden und Traumatisierungen im Eltern-Kind-Verhältnis von Anfang an. Ja. Wir haben Schulen, die Kinder und Jugendliche krank machen, Studierende einseitig informieren. Wir haben ein naturzerstörendes Verkehrswesen. Wir haben Stress und Trauma erzeugende Produktionsstätten, in denen zum ganz Großteil sinnlose Arbeit verrichtet wird. Ja. Ein Ökonom, der Christian Kreis, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, schätzungsweise ist jede zweite Arbeitsstunde völlig sinnlos. Es wird in irgendwas gemacht, für irgendwas, wo kein Mensch wirklich was davon hat, nur das System hat was davon. Dieses absurde System wird damit bedient und gefüttert, aber nicht die Bedürfnisse der Menschen werden dadurch befriedigt. Ich weiß noch, bei meiner letzten Arbeitsstelle, als ich noch in der IT-Industrie war, habe ich gesagt, den Job kann ich auch als Halbtagsjob machen. Weil durch meine Erfahrung weiß ich mittlerweile so viel für das, was sie wollen, könnte ich eigentlich locker eine 15, vielleicht mal eine 20-Stunden-Woche machen. Ja. Ging natürlich nicht durch. Ja. Da dachte ich mir, warum wäre das eigentlich nicht mal? Wäre doch auch eine Alternative. Ich nehme ja weniger Geld, ihr kriegt aber die gleiche Leistung, die jetzt vielleicht ein 25-Jähriger geben würde oder sowas, weil Erfahrung macht einfach vieles leichter, ja. Aber das war fast ketzerisch gedacht. So. Ja, man muss dann so tun. Also man ist immer im Stress, hat immer was Wichtiges zu tun. Ja. Und dann fragst du, was hat er gemacht? Ich war in 5 Sitzungen heute und da wurde nur bla bla geredet. Oder wurden destruktive Dinge ausgeheckt. Ja, letztendlich. Ja. Da werden oftmals nur Egos gestreichelt. Ich meine, muss man dafür wirklich in einem Konferenzraum sitzen? Stellt sich die Frage. Ja, genau. Gut, dann sind wir bei dem Thema, das wir auch schon angesprochen haben, Medien, die letztendlich nur Ideologie und Propaganda verbreiten, ne? Und dieses System eben, dieses korrupte System, ja, so darzustellen, als wäre es das einzig mögliche System, das es gibt und nur so geht es und anders kann es gar nicht gehen und das ist quasi Naturgesetz, dass wir diese Art von Ökonomie haben müssen und ohne Konkurrenz würde keiner was machen, ohne Konkurrenz würden alle auf der faulen Haut liegen, keiner würde den Finger rühren und so weiter. Ne? Also all dieses dumme Zeug, ja, das musste natürlich jeden Tag neu den Menschen glaubhaft machen, damit sie nicht irgendwie auf die Idee kommen, ja, in welchem dummen System leben wir denn eigentlich? Ja? Aus welchen komischen Prinzipien, verrückten Prinzipien passieren dem System Arbeit. Ich verbringe vielleicht den ganzen Arbeitstag. Ja, dann haben wir eben dieses systematisch krankmachende Gesundheitswesen und immer, wir haben auch darüber gesprochen, die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich. So sieht es aus. Ne? Und diese traumatisierende Ökonomie ist für mich eine Reaktion auf den weit verbreiteten Liebesmangel, ja, den du als Kind erleidest und den daraus resultierenden klaren Lebenswillen. Dass da nicht, du bist nicht gewollt, du sollst vielleicht auch gar nicht da sein. Und von daher ist auch, ja, dass es um dich geht, um Gottes Willen, wo kann man denn da hin? Ja, du musst dich anpassen, du musst dich nützlich machen, du musst für andere da sein, du musst für andere Opfer bringen. Ja?
Auch das haben wir doch jetzt in diesem ganzen Impfwahnsinn. Ja? Da gibt es ja kein Argument, wo man sagt, ja, jetzt lass dich mal impfen, weil das tut dir gut und da wirst du immunisiert, was auch immer, und dann schützt du dich und so. Nein, auch wenn es dir nicht gut tut und so, du musst für die anderen, du musst Verantwortung übernehmen, du musst solidarisch sein für die anderen. Ja? Also sowas Dummes, ja, an Gedanken, aber so auf sowas kommst du nur, wenn du nicht in deinen gesunden Anteilen bist, sondern Überlebensstrategien, wo der Maßstab, der Bezug nicht du bist, deine Bedürfnisse und damit auch du die anderen gar nicht siehst, was die wirklich brauchen oder nicht brauchen. Du siehst ja auch die anderen nicht. So wenig du dich selber erkennst und verstehst, so wenig verstehst du, was mit den anderen los ist. Ja, und wir haben dann eben eine Ökonomie, die letztendlich, kann man sagen, auf Angst, Misstrauen und Kontrolle aufbaut. Und damit ist diese Trauma-Überlebensökonomie, so will ich sie mal bezeichnen, im Kapitalismus, also eine Trauma-Überlebensökonomie, befördert dann eben auch bei jedem Einzelnen das blinde Ausagieren von Überlebensstrategien. Das wird gefördert. Damit machst du ja auch Karriere. Das stimmt. Also du machst dann Karriere mit diesen Überlebensstrategien. Mit den gesunden Strategien, wie du eben gesagt hast, das Beispiel von dir, da hast du einen richtigen Gedanken. Ach, das geht bei uns. Sind Sie träumen Sie, das geht nicht, das funktioniert nicht. Es wird nie funktionieren, nicht. Weil das Gesunde wird dann als pathologisch hingestellt und das Pathologische wird als gesund und normal dann verkauft. Ja, und von daher ist das Fazit für mich ganz klar. Diese Art des Wirtschaften bewirkt unabwendbar unsere Selbstzerstörung als Menschen. Das ist das eine, unsere Menschlichkeit, die da zerstört wird. Wir werden immer mehr zu Objekten, wir werden zu Objekten gemacht. Ja. Sieht man jetzt auch so bei diesem Thema, alle müssen geimpft werden. Das ist ja ganz klar, du machst einen Mensch zum Objekt, wenn du das sagst und wenn du meinst, so muss das sein. Ne? Und letztendlich die Zerstörung des Lebens, all des Lebens, das wir haben auf dem Planeten, das ja so vielfältig ist, wo ja so viel, und wir Menschen schaffen das. Ja? Mit dieser Art von Ökonomie schaffen wir das, so, jedes Jahr wieder neu Arten auszurotten und die Artenvielfalt an Leben, die es da so gibt, auch zumindest auf höhere Lebewesen, die immer mehr zu reduzieren. Auf Dauer geht es nicht. Also das kracht irgendwann zusammen, muss zusammenkrachen. Ja, also das war so grundsätzlich. Und dann auch hier die Frage mit dem Geld. Hier ist ganz klar, das Geld in dieser Ökonomie ist der Dreh- und Angelpunkt. Obwohl es per se wertlos ist. Das sind ja nur Nullen, die irgendjemand in irgendwelche Bankkonten reinschreibt. Irgendeine Zentralbank schreibt dann irgendwas in welche Konten rein und dann kann man aus dem wieder dann Kredit vergeben, der wo auch wieder fiktiv ist. Also seit auch die Loslösung des Geldes vom Goldstandard, also dass dann irgendwie die Fiktion war, hier ist Geld, Papierschein, aber dahinter steht was Wertvolles wie Gold und Gold muss ja auch erstmal gefunden werden, Gold muss geschürft werden und so, also wo noch Arbeitskraft drin steckt, ja. Alles diese Ökonomie hat sich davon emanzipiert. Es ist rein fiktiv, es ist nichts wert, weil was ist denn schon für eine Mühe, wenn ich mich hinsetze und 27 Milliarden irgendwo in den Computer reintippe? Das ist doch keine, wo steckt denn Wert dahinter? Also, das heißt, diese Art von Geld, das hier geschöpft wird die ganze Zeit, ist eine Luftnummer. Völlig fiktiv. Und an diesen Bitcoin-Geschichten sieht man es ja noch mehr. Und das ist ja nur einfach, weil man das irgendwie so verschlüsselt, so, dass man sagt, das ist jetzt was wert und dass man es dann handelt, dass irgendjemand glaubt, das wäre was wert. Also eine völlige Luftnummer. Also das Geld in der kapitalistischen Ökonomie ist eine totale Luftnummer. Ist der reine Schein von Wert. Ist einfach nur, dass man dran glaubt. Und solange man dran glaubt, dass es was wert ist, kann man dann auf Teufel komm raus damit spekulieren und machen. Sobald aber einer sagt, hey, wie soll das Kind von Kaisers und dann der ist so völlig knapp, da ist doch nichts, ja. Oh, dann fällt es vielleicht den einen auf, ist vielleicht doch nichts dahinter. Dann kommt der andere zum Zweifeln und dann kommt so eine Lawine in Gang, wo dann vielleicht so ein Börsencrash dann in Gang kommt. Hat man auch schon öfters in der Geschichte gesehen. Ne? Also das heißt, dieses beliebig hergestellte Geld, von den Zentralbanken beliebig hergestellte Geld, kann sofort auch wieder sich in Luft auflösen. Oder du machst einen Schuldenschnitt, zack, ist das Geld, das vorher noch was wert war, plötzlich weg.
Ja, also der letzte Punkt, den ich hier noch geschrieben habe, diese Art der Ökonomie kann den Liebesmangel, unter den die meisten Menschen leiden, nicht beheben. Im Gegenteil, sie befördert ihn weiter, sie nährt die Illusion, als könne durch den Konsum behoben werden. Das könnte sozusagen, als könnte man sich Liebe kaufen. Auch das war eines der, von diesem offenen Abend, den ich gemacht habe, eines der Worte, die da, mit denen jemand resoniert hat, war Manipulation. Und die hat dann gesagt, ja, eigentlich will ich geliebt werden. Ich versuche jetzt die anderen so zu manipulieren, dass ich mich liebe. Und sag mal, die Spitze des Ganzen ist ja dann die Prostitution. Ja? Ach Wenn du du dann Schande. denkst, du kannst da für Geld, kannst du dir dann die Liebe, die du sonst nie bekommst, die dir vielleicht sonst freiwillig niemand gibt, ja, kannst du das dann erzwingen und kannst dir das kaufen. Das ist ja sagen wir, auch die Perversion auf die Spitze getrieben. Aber es gilt als normal. Ohne Prostitution kann man gar nicht, kommt zu so einer Gesellschaft gar nicht klar. Man sagt ja auch, es ist das älteste Gewerbe der Welt, Ja, ja, dieser blöde Spruch. blöder Spruch, ja. Für alles gibt es einen dummen Spruch, ja. Alles Dumme gibt es einen dummen Spruch. Es ist die Liebe so zentral und so einfach und so klar, aber die Überlebensstrategien, die sind mehr, als wir Milliarden Menschen auf der Welt sind. Ist doch unglaublich. Die sind sehr hartnäckig und da muss man jetzt auch was zu deren Ehrenrettung sagen. Sie waren mal notwendig. Du hast ja mal gebraucht, du hast ja mal als Kind gebraucht in dieser Situation, wo du unter panischen Ängsten warst, wo du verlassen warst, wo du einsam warst, wo du Gewalt erlebt hast. Da hast du dich dann da von dir abspalten müssen, um irgendwie zu überleben. Ja? Aber das Blöde ist halt, wenn man dann hängen bleibt. Hm. Wenn man in diesem Überlebensmodus hängen bleibt und dann nicht mehr rauskommt aus der Sackgasse. Oder halt dann immer so rumrudert und dann ein bisschen rüber nach rechts, dann kommt wieder ein kleiner, vielleicht so wie ein Labyrinth, ein kleines Ding, aber das ist halt innerhalb kurzer Zeit auch wieder eine Sackgasse, wo es nicht weitergeht. Also von daher ist mir es so wichtig, jetzt da nicht zu verurteilen, ja, auch dass jetzt sagen, ja, alle Menschen sind alle so dumm und blöd, und, sondern sie sind halt traumatisiert und haben sich so in ihre Sackgassen verlaufen und verrannt. Und man muss erstmal ein Stück weit Bewusstsein schaffen. Sagen, hier, Leute, so sieht es aus. Aber es gibt auch eine Alternative. Und zumindest kann ich jedem, das kennst du ja nicht, wir können es wirklich jedem versprechen, aus jeder psychischen Sackgasse kommst du raus mit der Anliegenmethode, wenn du das mit meiner Methode durcharbeitest. Auch heute wieder war in der Praxis, immer wieder kommst du an den Punkt, wo du denkst, da geht es doch gar nicht weiter. Wie kann das sein? Ja? Und es gibt einen Ausweg. Es gibt den Ausweg aus diesen Überlebensstrategien. Man kann zurück ins Gesunde kommen, aber man muss es halt wollen. Und das ist das, was ich letztendlich ja anbiete. Deswegen mache ich ja solche Theorien oder mache das so, versuche es so einfach wie möglich klar zu machen, damit einfach Menschen motiviert werden, so, okay, soll ich jetzt in die Richtung? Nee, verlasse ich mal das ganze System in dem Sinne, ich mache was für mich und schaue, dass ich aus diesen Sackgassen rauskomme, und dann tun sich ganz andere Türen, eröffnen sich ganz andere Möglichkeiten. Wenn du jetzt aber mal auf die Ökonomie schaust, auf den aktuellen Krieg in der Ukraine, der ja wieder mal nur eine Fortsetzung ist von allen anderen Stellvertreterkriegen, Mhm. gibt es überhaupt noch Hoffnung oder schlittern wir schon wieder auf ein schlimmes Szenario zu? Ja, also ich schließe das nicht aus. Ich schließe nicht aus, dass der Abgrund irgendwann doch irgendwie so ist, dass wir alle da hineingezogen werden, reinfallen. Zumindest möchte ich für mich so die Chancen nutzen, da nicht mit dabei zu sein, wenn alle darunter. Oder zumindest sagen, und bis alle darunter fallen, mache ich mir ein schönes Leben. Also Amen. ich muss jetzt nicht auch noch die Zeit, bis wir in den Abgrund fallen, jetzt auch noch ein schlechtes Leben haben, sondern ich mache mir, bis wir in den Abgrund, und kann sein, ja, wir fallen da alle runter, aber bis dahin habe ich zumindest ein schönes Leben gehabt. Ja. Oder das Bestmögliche, das unter diesen Bedingungen dann auch möglich ist. Ja. Du sprichst mir aus der Seele, das ist mein Motto für 2022. Okay. Also klar, man darf sich ja selber auch nicht überschätzen und sagen, ja, ich weiß jetzt eine Lösung und so, und dann alle Leute würden Hurra schreien. Es ist halt nicht so. Im Gegenteil, derjenige, der sagt, ich habe jetzt wirklich eine Lösung, der wird als Spinner hingestellt, der wird als Esoteriker oder sonst was dann gekennzeichnet. Und das ist ja auch wirklich so, das ist leider so, dass
Menschen, die durch den Mangel an Liebe und dass sie Gewalt erlebt haben, traumatisiert worden sind, die haben dann Angst vor der Liebe. So gestern war in diesem einen Resonanzspiel auch so. Derjenige, der Kontrolle hatte erstmal so, was, Liebe? Nee, dem misstraut er ganz völlig. Ne? Kontrolle ist da schon besser. Ja? Die Kontrolle über die Gefühle zu haben, die Gefühle nicht loszulassen, nicht hochkommen zu lassen, sondern aber der war letztendlich, hat er sich überzeugen lassen. Da hat man gemerkt, es vielleicht auf, seine Haltung. Also es ist möglich, ich würde mal sagen, möglich ist erstmal alles. Ja. Sehr, sehr vieles, möglich ist alles. Und von daher lasse ich mir jetzt die Hoffnung nicht auch nehmen, dass es geht, zumindest im Kleinen. Bei mir geht es, bei vielen anderen, mit denen ich arbeite, geht es. Und ob es im Großen und Ganzen noch funktioniert, weiß ich nicht. Hoffen darf man ja, die Hoffnung muss man ja nicht aufgeben. Und auf der anderen Seite aber realistisch sein und sehen, okay, wo stehen wir wirklich realistisch? Und wir stehen wirklich, was will man so sagen, mit einem Fuß auf alle schon im Abgrund. Ja. Wenn man jetzt die Kriegssituation anschaut, wenn man sich diese Corona-Situation anschaut, da ist die Menschheit, wie heißt es immer so schön, gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir ein Stück weiter. Ja. Ja, und das schätze ich einfach auch an der Anliegenmethode und deiner Theorie und Arbeit so sehr, weil wir denken immer, dass wir denken, was die anderen denn denken würden und denken irgendwie ständig vor uns hin, aber dann sehen wir, was wirklich dahinter steckt und die Wahrheiten, die sich da zeigen, das kann man sich sein Lebtag nicht vorstellen. Die muss man erfahren, die musst du fühlen und das musst du praktisch für dich selbst erfahren. Und darum, man hat Angst, aber wenn man durch die Prozesse durchgeht, dahinter ist genau das, die Liebe, die Wahrheit, die Klarheit. Und das ist einfach wunderschön. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Franz, für das Gespräch. Ich danke auch. Wieder ein wunderschönes Gespräch. Unser 9. Ne? Ja, genau. 9. schönes Gespräch, das wir hatten.